Willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir eine faszinierende Reise durch die Welt der alten mesopotamischen Mythologie und modernen Präastronautiktheorien unternehmen werden. Immer wieder bekommen meine Videos Kommentare, die die Anunnaki als böse Wesen darstellen. Ich denke nicht, dass sie die Menschen nur zum eigenen Zweck erschufen, darum werden wir uns heute mal eingehend mit den Anunnaki und ihrem Wesen befassen. Wir werden der Frage auf den Grund gehen, ob sie böse waren oder die Menschheit mit Wohlwollen behandelten. Insbesondere werden wir ihre Rolle im Vergleich zum einen Gott der abrahamitischen Religionen untersuchen und die unterschiedlichen Interpretationen dieser göttlichen Wesen beleuchten. In vielen modernen Interpretationen, insbesondere in der Präastronautiktheorie, werden die Anunnaki als böse Wesen dargestellt. Diese Theorien, die maßgeblich von Autoren wie Zecharia Sitchin beeinflusst wurden, behaupten, dass die Anunnaki außerirdische Besucher waren, die vor Tausenden von Jahren auf die Erde kamen, um Ressourcen abzubauen und die Menschheit zu versklaven. Aufgrund solcher Darstellungen sehen viele die Anunnaki als ausbeuterische und skrupellose Wesen an. In seinem Buch Der 12. Planet stellt Sitchin die Anunnaki als antike außerirdische Besucher vom Planeten Nibiru dar, die vor etwa 450.000 Jahren zur Erde kamen, um Gold zu fördern. Er interpretiert sumerische Texte dahingehend, dass die Anunnaki die Menschen als Sklavenrasse erschufen, um bei ihren Bergbauoperationen zu helfen. Diese Darstellung trägt zu der modernen Sichtweise bei, die Anunnaki als ausbeuterische Wesen zu betrachten, eine Interpretation, die nicht unbedingt mit den historischen oder mythologischen Berichten aus Mesopotamien übereinstimmt. Um diese Sichtweise zu hinterfragen, ist es hilfreich, die Anunnaki im Kontext der alten mesopotamischen Mythen zu betrachten. Eines der bekanntesten epischen Werke ist das Gilgamesch-Epos, das die Abenteuer des Königs Gilgamesch und seines Freundes Enkidu erzählt. Es behandelt Themen wie Freundschaft, Sterblichkeit und die Suche nach Unsterblichkeit. Ein weiterer bedeutender Mythos ist die Geschichte von Marduk, dem Gott der Stadt Babylon. In diesem Mythos wird Marduks epischer Kampf gegen die chaotischen Gewalten der Tiamat, der Urgöttin des Meeres, dargestellt. Marduk wird letztendlich als Sieger hervorgehen und zum König der Götter ernannt. In den mesopotamischen Mythen spielen auch die Schöpfungsgeschichten eine zentrale Rolle. Ein Beispiel ist der Enuma Elish, der die Entstehung der Welt aus dem Chaos beschreibt und die Hierarchie der Götter etabliert. In diesen Erzählungen waren die Anunnaki komplexe und mächtige Götter, die das Schicksal der Menschen lenkten. Ihre Handlungen waren nicht einfach nur gut oder böse, sondern spiegelten die Notwendigkeit wider, die kosmische und soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Frage nach dem Wesen von Göttern und ob sie als böse betrachtet werden können, ist tief in den kulturellen und religiösen Glaubenssystemen der Menschheit verankert. Untersuchen wir nun sowohl die mesopotamischen Anunnaki als auch den monotheistischen Glauben und stellen eine vergleichende Debatte über deren Handlungen und die Wahrnehmung ihrer Moralität an. Die Anunnaki sind eine Gruppe von Gottheiten, die in der sumerischen, babylonischen und assyrischen Mythologie eine zentrale Rolle spielen. Diese Gottheiten, darunter Anu, Enki und Enlil, wurden als mächtige Wesen betrachtet, die das Schicksal der Menschen lenkten. Ihre Handlungen wurden oft als notwendig zur Aufrechterhaltung der kosmischen und sozialen Ordnung gesehen. Im Gegensatz dazu wird der eine Gott in Judentum, Christentum und Islam immer als allmächtig, allwissend und allgütig dargestellt. Seine Handlungen, selbst wenn sie strafen oder schwer zu verstehen sind, sollen einem höheren, moralischen Zweck dienen. Gott im Judentum ist Schöpfer und Gesetzgeber, dessen Strafen als notwendige Konsequenzen menschlichen Fehlverhaltens betrachtet werden. Gott im Christentum ist die Verkörperung der Liebe und Gnade, dessen Strafen als Prüfungen des Glaubens und Mittel zur Stärkung der menschlichen Seele gesehen werden. Gott im Islam wird als allmächtiger und barmherziger Schöpfer, dessen Strafen als gerechte Prüfungen des Glaubens und Gehorsams dienen, interpretiert.
Die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Anunnaki und Gottes beruhen auf verschiedenen theologischen und kulturellen Grundlagen. In den monotheistischen Religionen wird Gottes Gerechtigkeit als vollkommen und unfehlbar angesehen. Strafen dienen der Erziehung und Läuterung und sind Teil eines göttlichen Plans. Gottes Prüfungen sollen den Glauben stärken und moralische Lehren vermitteln. Dies wird als positiv und notwendig angesehen. Der freie Wille des Menschen wird respektiert, und die Konsequenzen menschlicher Entscheidungen werden als gerecht angesehen. Im Gegensatz dazu sind die Handlungen der Anunnaki oft weniger eindeutig moralisch oder gerecht. In modernen Präastronautik-Theorien werden sie oft als außerirdische Besucher dargestellt, deren Motive ambivalent erscheinen. Die Anunnaki könnten als ausbeuterisch angesehen werden, weil sie die Menschheit angeblich nur für ihre eigenen Zwecke erschufen und nutzten. Andererseits könnten sie als fortschrittlich betrachtet werden, weil sie Wissen und Technologie teilten. Die Anunnaki handeln nicht immer im offensichtlichen Interesse der Menschen und ihre Handlungen können willkürlich erscheinen. Die Idee, dass die Anunnaki außerirdische Besucher waren, die die Menschheit ausbeuteten, wurde maßgeblich von modernen Autoren wie Zecharia Sitchin popularisiert. Diese Interpretation basiert auf einer spekulativen Lesart der alten Texte und ist nicht durch die ursprünglichen mesopotamischen Mythen gestützt. In den sumerischen, babylonischen und assyrischen Überlieferungen wurden die Anunnaki als mächtige und komplexe Götter dargestellt, deren Handlungen sowohl positive als auch negative Aspekte hatten. Diese Handlungen dienten oft der Aufrechterhaltung der kosmischen und sozialen Ordnung und waren nicht einfach als böse zu klassifizieren. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu betonen, um die historischen und kulturellen Kontexte der Anunnaki von modernen spekulativen Theorien zu trennen und eine verzerrte Sichtweise zu vermeiden. Die Debatte über das Wesen der Anunnaki und des monotheistischen Gottes zeigt die Komplexität der menschlichen Wahrnehmung von göttlichen oder übernatürlichen Wesen. Während die Anunnaki in den mesopotamischen Mythen und modernen Theorien oft ambivalent dargestellt werden, wird der eine Gott trotz seiner strengen Strafen als allgütig und gerecht angesehen. Diese Unterschiede basieren auf den jeweiligen theologischen und kulturellen Kontexten und reflektieren die tief verwurzelten Glaubenssysteme der verschiedenen Zivilisationen. Das war also unsere Reise in die faszinierende Welt der Anunnaki und der Frage nach ihrer Moralität und vielem mehr. Was denkt ihr, waren die Anunnaki böse oder wohlwollend, waren sie Außerirdische oder doch Götter? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über euer Like und euren Kommentar freuen. Lasst uns weiterhin gemeinsam erforschen und diskutieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.